Delta Lima X-ray Kilo, this is Delta Papa Zero India Sierra Sierra, how copy, over. Delta Lima Zero X-ray Kilo, this is Delta Papa Zero India Sierra Sierra, how copy, over. I hear you loud and clear. Delta Lima Zero X-ray Kilo, this is Delta Papa Zero India Sierra Sierra, how copy, over. Hallo Zwönitz, hallo Kaiserslautern, hier spricht die internationale Raumstation. Freut mich, dass es geklappt hat. Wie geht es euch? Ja, am Montag, als der Funkkontakt nicht zustande kam und ich Angst hatte, dass ganz viele Schüler umsonst zusammengekommen sind, um die internationale Raumstation anzufunken, und ich habe deswegen das Kontrollzentrum gebeten, das auf alle Fälle nachzuholen. Aber mal im Ernst, tatsächlich gab es sonst keine wirklichen Grund, hier auf der Raumstation Angst zu haben. Im Prinzip, ja, ab und zu gab es schon Momente, die vielleicht hätten brenzlig sein können. Bei der letzten Mission hatten wir ein paar Mal einen Feueralarm oder einen Rauchalarm, und auf dem Flug hier hoch hatten wir ein kleines Problem mit unseren Antriebsdüsen, aber das waren alle keine großen Probleme und noch keinen Grund, Angst zu haben. Over. Ja, das ist eine gute Frage. Man fühlt sich eigentlich, und das ist wahrscheinlich erstaunlich für viele, man fühlt sich sehr erleichtert und entspannt, weil als Astronaut macht man sich ja immer Sorgen, dass noch was dazwischen kommt vor dem Start, dass man krank wird oder ein technisches Problem auftritt. Und wenn man dann in der Rakete sitzt, dann weiß man, jetzt kann nicht mehr viel dazwischen kommen, oder wenn da nur noch große Sachen, die unwahrscheinlich sind, von dem her weiß man, man ist ganz nah dran, sein Ziel zu erreichen, und das macht es entspannt. Okay. Hallo Franz, ja, wir leben hier nach der universellen Sternzeit, früher hieß die GMT, das ist die Zeit, die nach Greenwich wurde. Das ist einfach eine Zeit, die wir uns so aussuchen, nur damit es leichter ist, mit der Bodenkontrolle zu kommunizieren. Im Prinzip könnten wir uns irgendeine Zeitzone aussuchen, weil hier oben geht die Sonne ja 16 Mal am Tag auf und unter. Ja, Cassandra, das ist echt auch eine gute Frage, der gehen wir hier nach. Was wir herausgefunden haben, ist natürlich, wenn man, das weiß man schon länger erstmal, dass wenn man im Weltraum ist und keine Gegenmaßnahmen trifft, dann werden die Muskeln schwächer, die Knochen schwächer. Aber das haben wir mittlerweile im Griff. Und was ich persönlich gemerkt habe, tatsächlich für mich hier oben, ich denke nicht, dass das große Auswirkungen hat. Wir haben gelernt, in der Schwerelosigkeit zu leben, auch für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und das ist ein richtiger Fortschritt, den die Menschheit gemacht hat in den letzten paar Jahrzehnten. Und das heißt, dass wir auch so weit sind, auch weiter und länger raus ins Weltraum zu fliegen. Es gibt natürlich noch Dinge, die wir erforschen müssen. Dinge mit dem Immunsystem zum Beispiel oder Strahlung. Das heißt, es gibt noch Dinge, die interessant sind und wichtig sind, aber die grundsätzlichen Probleme, die können wir lösen. Over. Oh, das Ungewöhnlichste. Ich glaube, was ich hier je gesehen habe und was mich immer wieder erstaunt, ist, dass die Dinge schweben. Die schweben einfach so vor meinen Augen. Das ist manchmal unglaublich, auch jetzt noch, wo ich schon weit über 200 Tage im Weltraum war. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir hier dieses fantastische Labor haben, dass es nirgendwo auf der Erde gibt. Es wird nirgendwo
nachbauen können, wiederholen können auf der Erde für keinen Aufwand der Welt. Das macht diesen Ort hier so einmalig und dafür natürlich so wertvoll für die Wissenschaft. Over. Nee, eigentlich meistens freut mich sehr, dass ich hier oben bin und nicht da unten, aber natürlich vermisse ich meine Freunde schon ab und zu und meine Familie und wenn dann ein Bild kommt von der Grillparty oder das Baden irgendwo am Meer, dann wünsche ich mir zwischendurch schon mal, ach, schön, wenn ich da unten wäre oder mal joggen im Wald oder mal auf mein Mountainbike steigen, würde mich zwischendurch schon echt freuen, aber alles in allem freue ich mich hier, dass ich hier oben bin. Over. Ja, Raphael, das gibt es. Jeder hat von uns so eine kleine Schlafkabine, da kann man die Tür einfach zumachen, da schlafen wir eben, wie gesagt, auch drin und wenn man mal die Nase voll hat, dann kann man da rein und die Tür zumachen, aber eigentlich braucht man das gar nicht so oft, weil die Raum ist so groß, dass man sich nicht wirklich auf die Füße tritt oder schwebt. Aber ja, Essen ist so ein Ding. Wir haben so um die 100 verschiedene Menüs oder also so Essensgerichte, die wir uns aussuchen können, Komponenten und die machen wir warm in so einem kleinen Ofen. Das schmeckt an sich sehr gut, aber irgendwann hat man es doch satt, einfach weil sich oft die Sachen wiederholen und weil man nichts Frisches bekommt, also kein Salat oder so. Das heißt, Essen ist wirklich noch so ein Ding, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Over. Ja, Wissenschaftler. Ich denke immer, wenn man eine Frage so stellen muss, dass es auf Glauben, Ja oder Nein ankommt, dann heißt das, dass man es noch nicht richtig genug erforscht hat. Ich weiß es nicht. Ich halte es für möglich. Wenn dann natürlich nicht jetzt in der Form, wie man sie aus irgendwelchen UFO-Filmen kennt, mit grünen Antennen. Aber es könnte sein, dass es Leben auf dem Mars gibt, ausgestorbenes Leben, fossiles Leben oder Bakterien, die jetzt noch dort leben. Das wissen wir nicht. Das müssen wir erforschen. Und ich finde es sehr viel spannender, sowas rauszufinden. Das könnt ihr vielleicht auch als Ingenieure oder als Astronauten irgendwann mal später diese Sachen rausfinden, anstatt nur zu überlegen, ob man das glaubt oder nicht, was ja letztendlich überhaupt nicht ausmacht. Sehr gute Frage. Ja,